Kant wäre Metallica-Fan gewesen. Die Vorstellung erscheint absurd. Der 1724 geborene Philosoph Immanuel Kant soll eine amerikanische Thrash-Metal-Band gutheißen, die mehr als 250 Jahre später gegründet wurde? Er hätte sogar ein Fan sein können? Kaum vorstellbar. Auch wenn sich die Haarpracht des Metallica-Gitarristen Kirk Hammett und Kant ähnlich sehen, ist offensichtlich, dass hier zwei Welten aufeinanderstoßen, die so nicht zueinander passen. Doch wie kommt man auf solch eine Behauptung? Um den Zusammenhang zwischen Kant und Metallica verstehen zu können, muss Kants Werk zum ewigen Frieden genauer untersucht werden. Besonders der erste Zusatz von der Garantie des ewigen Friedens ist hier bedeutend. In diesem Abschnitt sinniert Kant nicht über seinen Musikgeschmack und man findet auch keine Lobhymnen auf kreischende Gitarren oder harte Bässe. Dieser Abschnitt handelt einfach gesagt von der Natur und wie sie Frieden unter den Menschen stiftet. Kant behauptet, das, was diese Gewähr, also Garantie, leistet, ist nichts Geringeres als die große Künstlerin Natur, aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschheit Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen zu lassen. Dieses Zitat wirkt erstmal philosophisch typisch unverständlich. Schaut man sich den Satz und den dazugehörigen Abschnitt jedoch genauer an, bekommt man schnell eine Idee, was Kant konkret sagen möchte. Er möchte den Lesern klarmachen, die Natur hat dafür gesorgt, dass die Menschen allerwärts auf Erden, also überall, leben könnten, sodass auf lange Sicht ein ewiger Friede entstünde. Schaut man sich die Welt, in der wir leben und vor allem die letzten Jahre unseres Daseins an, stellt man fest, dass uns die Natur das Leben immer schwerer macht. Und wie soll sie auch anders? Die Erde ächzt unter fast 8 Milliarden Menschen. Die Menschheit erfährt Krisen von ungeahntem Ausmaß. Es gibt Epidemien und globale Erderwärmung mit daraus resultierenden Wetterkatastrophen überall auf dem Globus. Es scheint, als versuche die Natur uns etwas zu sagen. Sie schreit uns förmlich an. Man muss ihr nur zuhören, dann versteht man die Botschaft, welche Kant schon vor langer Zeit erkannt hat. Die Natur bringt uns zusammen. Wir alle, egal wo wir unsere Wurzeln haben, egal welchen Glauben wir haben und egal wie wir aussehen. Wir alle leben in Abhängigkeit von der Natur. Der Natur sind Landesgrenzen egal. Sie verursacht Stürme in Haiti, in Miami und sogar im Ahrtal. Keiner kann vor der Macht der Natur flüchten. Aus diesem Grund sollte uns Menschen bewusst werden, dass wir vergangene Krisen und auch kommende nur mit dem kosmopolitischen Gedanken des globalen Zusammenhalts und des Friedens meistern können. Leider jedoch hat der Mensch laut Kant eine selbstsüchtige Neigung, weshalb es Engel bräuchte, um diese Utopie der Weltgemeinschaft zu erlangen. An diesem Punkt kehren wir nun zurück zu Metallica. Die Mitglieder der Band haben gezeigt, dass selbst teuflische Mettler Engel sein können. Die amerikanische Band hat den Klassiker Enter Sandman erneut eingespielt und wird den Erlös vollständig an die Flutopfer in Deutschland spenden. Somit sind sie ein Vorbild für nationenübergreifendes Engagement. Sie sind wahre Kosmopoliten, die selbst Kant bewundert hätte. Sie zeigen uns, jeder kann ein Engel sein.